Moin zusammen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem T3 Kanal. Heute geht es um das neue Gehäuse des SnapMakers 2.0, welches sich in dieser Box befindet, die direkt aus China geliefert wurde. Bei meiner Bestellung vom SnapMaker damals konnte ich direkt das Gehäuse mit vorbestellen für einen Preis von $399 zuzüglich Versand und Steuern. Das ist schon ein stolzer Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass man dafür auch schon einen kompletten 3D-Drucker kaufen kann. Ursprünglich war die Lieferung für Anfang April gedacht, aber aufgrund der weltweit schwierigen Situation aktuell wurde es eben nun Juli. Einzeln kann man das Gehäuse noch nicht bestellen, weshalb mir auch nur der Preis für die Vorbesteller des A350, also dem größten Modell des SnapMakers, bekannt ist. Weitere Preise, denke ich, werden von SnapMaker aber noch folgen, da zumindest das Gehäuse auch schon auf der Webseite wie andere Add-ons erwähnt wurden. Auch für den SnapMaker der ersten Generation hatte ich das Gehäuse schon ausprobiert und neben den praktischen Aspekten gab es definitiv auch einige Nachteile, über die ich später dann noch berichten werde. Ich bin gespannt, ob bei diesem Gehäuse es nun einige Verbesserungen gibt und ob dieser Preis hierfür gerechtfertigt ist. So, nun lasst uns einfach mal gemeinsam in die Box schauen. Zunächst öffnen wir die äußere Verpackung. Wie beim SnapMaker 2.0 besteht dieser aus einem einfachen Karton. Beim Gehäuse des SnapMakers der ersten Generation war dies noch eine handliche und schön bedruckte Box mit Tragegriff, wie ihr dies auf der Einblendung sehen könnt. Aufgrund der Größe war dies für das Gehäuse des A350 sicherlich nicht mehr möglich bzw. sinnvoll. Auf der inneren Verpackung finden wir den Aufdruck Welcome to the SnapMaker Family, sonst aber keine relevanten weiteren Hinweise. Daher können wir direkt mit dem weiteren Auspacken starten. Obenauf liegt in der Box als erstes die Anleitung für den Zusammenbau. Das finde ich äußerst praktisch, da die Anleitung bei einem solchen Aufbau in jedem Fall benötigt wird. Nicht selten kommt es bei anderen technischen Produkten oder sogar Möbeln, die man selbst aufbauen muss, vor, dass die Anleitung ganz unten im Karton liegt. Und schon sind wir bei der nächsten Verpackungsebene, die uns nun einen Blick auf mehr Teile freigibt. Man kann schon an dieser Stelle erkennen, dass sich das SnapMaker-Team wieder viel Mühe beim ordentlichen und verrutschsicheren Verpacken gemacht hat. Alle Teile haben auf mehreren Ebenen ihren festen Platz im Schaumstoff. Zunächst sehen wir hier 8 dünne Profile mit entsprechenden T-Nuten, die zum Teil unterschiedlich sind und zusätzliche Anbauten besitzen. Dazu aber später mehr. Dann haben wir eine Box mit Kleinteilen und eine weitere Box, in welcher sich der Absaugschlauch befindet. Nun können wir den Einsatz dieser Verpackungsebene herausnehmen. Darunter befinden sich nun 4 größere Profile und einige Kleinteile. Entnehmen wir zunächst die Profile und dann haben wir hier noch den Anschluss von der Absaugung, einen Lüfter, eine Magnethalterung und 4 weitere Befestigungswinkel. Darunter befinden sich die separat verpackten Falltüren. Und darunter wiederum 2 große und eine kleinere Plastikscheibe. Danach ist der Karton leer. Schauen wir uns nun den Inhalt und die einzelnen Teile vor dem eigentlichen Aufbau etwas im Detail an. Als erstes werfen wir einen Blick in die Anleitung. Beigefügt sind auch hier wieder 2 Werbeaufkleber. Wie bereits beim SnapMaker selbst entspricht die Anleitung eher einer kleinen Hochglanzbroschüre. Der Beschriftung auf der Titelseite entnehme ich, dass diese sowohl für den A250 als auch den A350 gedacht ist. Für den kleinsten SnapMaker, den A150, gibt es vermutlich eine separate Anleitung, da das Gehäuse etwas anders aufgebaut ist. Beim Blick in das Buch wird auf den ersten Seiten zunächst eine schöne Geschichte zum SnapMaker erzählt, die Appetit auf mehr macht. Danach werden alle enthaltenen Bauteile aufgelistet. Die Anleitung selbst ist klar und strukturiert aufgebaut und mit zahlreichen Bildern in 32 Schritten unterteilt. Die jeweils benötigten Schrauben werden in 1:1 Abbildungen abgedruckt, sodass keine Verwechslungsgefahr bei den verschiedenen Schrauben besteht. Kommen wir zu den weiteren Bauteilen des Gehäuses. Zunächst haben wir hier 4 gleiche Winkel, die später zur Fixierung des SnapMakers im Gehäuse dienen.
Wie gewohnt sind diese aus dem gleichen sandgestrahlten Aluminium wie auch der SnapMaker. Als nächstes haben wir den magnetischen Halter für den Touchscreen, auch aus Aluminium. Hier bin ich überrascht, dass man nicht auf den bestehenden Halter des SnapMakers zurückgegriffen hat. Die Gründe liegen sicherlich im Anstellwinkel. Kommen wir nun zu den großen Aluprofilen, die zum Teil etwas unterschiedlich aufgebaut sind. Das Gewicht eines Profiles lässt schon erahnen, dass das gesamte Gehäuse kein Leichtgewicht wird. Leider befinden sich ein paar Klebereste auf den Profilen, die aber zum Glück mechanisch abgerieben werden können. Neben den Nuten befinden sich an manchen Stellen auch kleine Magnete im Profil. Beim nächsten Profil sehen wir die eingearbeitete LED-Leiste, die später zur Beleuchtung des Innenraums dient. Zudem sind die Nummern auf den Bauteilen zu sehen. Hierdurch ist eine Verwechslung beim Zusammenbau ausgeschlossen. Die anderen beiden Profile ähneln den ersten beiden. Nun schauen wir uns die kleineren Profile an. Dieses Profil besitzt neben den Nuten und Bohrungen einen zusätzlichen Controller, der bereits verschraubt ist. Es lassen sich 2 SnapMaker-typische Anschlussbuchsen und 5 weitere, teils unterschiedliche Anschlussbuchsen erkennen. Der Controller ist für die Tür-, Licht- und Lüftersteuerung zuständig. Beim nächsten Profil sehen wir wieder einen kleinen verschraubten Controller und ein verbautes Anschlusskabel. Es handelt sich hierbei um die Sensoren für die Tür. Die weiteren 6 Profile scheinen sich sehr stark zu ähneln, jedoch sind an manchen Stellen wiederum kleine Magnete eingearbeitet. Als nächstes schauen wir uns den Lüfter an. Dabei handelt es sich um einen 24-Volt-Lüfter, wie man diesen von der Bauart her auch aus Desktop-PCs kennt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man diesen aufgrund der genormten Größe bei Bedarf auch gegen einen leistungsstärkeren Lüfter austauschen könnte. Nun kommen wir zur Box mit den Kleinteilen. Darin befinden sich Kunststoffklammern, Schrauben, nochmal Schrauben, weitere Kunststoffclips, ein Anschlusskabel mit dem SnapMaker-typischen Stecker, weitere Schrauben, Schrauben und nochmal Schrauben. In der letzten Tüte befindet sich kleine Anschlusskabel und 2 Sechskantschlüssel. Hier haben wir noch den Anschluss für die Absaugung. Der Außendurchmesser beträgt 75 mm. In der nächsten Box haben wir nun den Anschlussschlauch für die Absaugung und eine zugehörige Befestigungsschelle. Der Schlauch lässt sich bis zu 2 Meter auseinanderziehen. In diesem Spannungszustand lässt er sich allerdings sicherlich schwer verbauen, sodass man eher von 1 bis 1,5 Meter ausgehen sollte. Kommen wir nun zu den Falttüren. Diese sind noch einmal separat verpackt und die Oberfläche der Kunststoffscheiben mit einer Schutzfolie bedeckt. Die Farbe der Scheiben ist orange. Das Element besteht aus 3 Teilen, die jeweils von Scharnieren zusammengehalten werden. Die Scharniere besitzen meiner Meinung nach etwas viel Spiel und neigen zum Klappern. Mal sehen, ob das später eine Rolle spielt. Die zweite Falttür ist etwas kleiner. Diese besitzt an einer Stelle eine Aussparung für den Touchscreen. Als letztes schauen wir uns die großen Scheiben an. Auch diese sind mit einer Schutzfolie versehen, weshalb diese auf dem Bild recht dunkel wirken. Entsprechende Bohrungen und Aussparungen sind bereits eingearbeitet. Die 2 großen Scheiben sind für die Seite bzw. für den Deckel des Gehäuses. Die kleinere Scheibe ist für die Rückseite gedacht und besitzt eine Aussparung für den Lüfter sowie bereits einen Gummistöpsel für die Kabeldurchführung. Das waren dann auch alle Teile. Widmen wir uns nun dem Aufbau des Gehäuses. Wie bereits erwähnt, ist die Anleitung klar strukturiert und der Aufbau gut erklärt dargestellt. Die Profile besitzen jeweils separate Nummern, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht und jedes Teil an der richtigen Stelle sitzt. Wichtige Details, wie zum Beispiel die Position der Magnete, werden einzeln vergrößert dargestellt. Das benötigte Werkzeug ist in Form von 2 Sechskantschlüsseln beigelegt. Jedoch empfiehlt die Anleitung, das Multitool vom SnapMaker zu verwenden. Sicherlich sind alle guten Bit-Werkzeuge besser als die beigelegten Imbusschlüssel geeignet. Hat man jedoch kein anderes Werkzeug zur Hand, ist es gut, dass die Sechskantschlüssel beigelegt sind.
Insgesamt hat mein etwas gemütlicher Aufbau ca. 1,5 Stunden gedauert. Ich persönlich würde empfehlen, das Gehäuse in der Nähe oder sogar direkt am späteren Einsatzort aufzubauen. Das Gewicht und die Größe machen einen nachträglichen Transport etwas aufwendiger. Für den Aufbau wird auch der SnapMaker selbst und dessen Anbauteile wie der Filamenthalter benötigt. Im Gegensatz zum Gehäuse der ersten Generation gibt es keine Bodenplatte mehr. In meinem Fall habe ich für das Video alles in meinem Wohnzimmer aufgebaut und die Absaugung durch ein Fenster nach draußen geführt. Für den späteren Betrieb ist dies sicherlich kein idealer Ort und stößt auch nicht auf allgemeine Beliebtheit. Für den Betrieb des Gehäuses muss zudem noch sowohl die Firmware des SnapMakers als auch gegebenenfalls das Programm Luben auf den aktuellen Stand gebracht werden. Bei älteren Versionen ist die Ansteuerung des Gehäuses eventuell noch nicht enthalten. Kommen wir nun zu meinen ersten Eindrücken des Gehäuses. Hierzu habe ich mir verschiedene Kriterien angesehen und den SnapMaker mit allen 3 Modulen getestet. Das Gehäuse besitzt eine Größe ohne Anbauteile wie Schlauch und Filament von 62 cm in der Breite, 60 cm in der Höhe und 82 cm in der Tiefe. Damit benötigt das Gehäuse deutlich mehr Platz als der SnapMaker alleine. Dies ist vor allem auf den notwendigen Verfahrweg in Y-Richtung zurückzuführen, welcher vollständig im Gehäuse sichergestellt werden muss. Damit verbunden ist auch einer der Nachteile von einem solchen Gehäuse. Material, welches größer als die Arbeitsplatte ist, lässt sich innerhalb des Gehäuses nur bei geringem Verfahrweg bearbeiten. Nach vorne lässt sich zwar theoretisch die Falttür öffnen, die Rückplatte ist jedoch fest verschraubt, sodass dort kein längeres Material verwendet werden kann. In diesen Fällen müsste man den SnapMaker entweder ohne Gehäuse oder in einem größeren Gehäuse verwenden. Das Gewicht des Gehäuses beträgt ohne SnapMaker ca. 16 Kilogramm. Somit lässt es sich zwar theoretisch von einer Person tragen, aufgrund der Größe ist dies jedoch nicht sonderlich praktikabel. Im Gegensatz zum Gehäuse der ersten Generation wurde bei diesem Gehäuse keine Bodenplatte verbaut. Dies hat den Vorteil, dass zum einen der SnapMaker sicher auf den eigenen Füßen steht und zum anderen eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, das Gehäuse nach kleinen Umbauarbeiten über den SnapMaker nach oben abzunehmen. Ein Hineinstellen des SnapMakers wäre beim hohen Gewicht und der Größe des A350 an dieser Stelle nicht denkbar. Als Türmechanismus wurden 2 Falttüren verwendet, eine an der Vorderseite und eine an der Seite. Dies ist bei der Größe des Gehäuses eine sinnvolle Verbesserung, da durch den Faltmechanismus nur wenig Platz beim Öffnen der Türen verwendet werden muss. Die Magnete rasten gut ein, sodass die Türen fest verschlossen bleiben. Die kleinen Plastikführungen in den T-Nuten machen jedoch einen nicht so guten Eindruck, da die Passungen nicht perfekt sind. Dadurch hakt der Mechanismus beim Öffnen und Schließen etwas, sodass dies nicht leichtgängig mit einer Hand möglich ist. Ich hoffe, dass sich dieses Problem nach einigen Betriebsstunden und etwas Einschleifen legt. Ganz dicht schließen die Türen jedoch nicht. An den seitlichen und oberen Kanten sind noch Spalten zu erkennen. Dies hat vor allem Einfluss auf die akustische Dämmung sowie den Austritt von Dämpfen, auf die ich später noch eingehen werde. Die Türöffnungen sind zum Einlegen von Material ausreichend groß, sodass man die Arbeitsfläche gut erreichen kann. Vor allem die seitliche Tür ist sehr groß. Beim Aufstellen des SnapMakers sollte man daher bedenken, dass man auch an die seitliche Tür gut herankommt. Dies ist für den Wechsel der Arbeitsplatten und der Module sehr wichtig.
Hierzu fährt man das Modul und die Arbeitsplatte zunächst in eine günstige Position. Von dort kann man alle Schrauben lösen und die Arbeitsplatte wechseln. Beim Modul ist es etwas schwieriger, da die Schrauben von hinten befestigt werden und man die notwendigen Bohrungen zum Teil erfüllen muss. Wie bereits in meinem Video zum SnapMaker 2.0 erwähnt, wäre ein einfacher Mechanismus zum Wechsel der Module an dieser Stelle sehr sinnvoll. Eventuell würde auch eine zusätzliche Klappe von oben helfen. Die Befestigung für das Filament befindet sich außerhalb des Gehäuses und wird durch eine kleine Öffnung nach innen geleitet. Die seitliche Positionierung ist besser gelöst als beim Gehäuse der ersten Generation, da das Filament besser abrollen kann und kein zusätzlicher Kunststoffschlauch zur Führung notwendig ist. Leider ist die Höhe der Kabeldurchführung etwas ungünstig. Mir ist es bei meinen bisherigen Versuchen häufiger passiert, dass das Filament sich am Ende der oberen Linearführung verhakt hatte, nachdem das Modul zur Kalibrierung in die obere Position gefahren ist. Die Führung des Filaments sollte man daher im Gehäuse noch etwas verbessern. Das Gehäuse hat im Wesentlichen zwei Aufgaben: die akustische Dämmung und die Schutzfunktion. Der Schutz kann hierbei vor Laserstrahlen, giftigen Dämpfen, Späne oder auch einfach nur ungewollter Körperkontakt mit der Maschine während der Bearbeitung sein. Aus meiner Sicht sind die Kunststoffscheiben hierfür ausreichend dick dimensioniert. Leider konnte ich jedoch keine Angabe finden, die die Schutzwirkung der Scheiben für den Laser zertifiziert oder bestätigt und somit sicherstellt, dass bei geschlossenen Türen keine zusätzliche Schutzbrille verwendet werden muss. Lediglich der Hinweis in der Anleitung, dass eine Schutzbrille beim Öffnen der Türen getragen werden muss, gibt einen Hinweis darauf. Das ist für mich, insbesondere bei unserer deutschen Vorliebe nach Normen und Zertifikaten, nicht zufriedenstellend. Widmen wir uns nun der akustischen Dämmung. Hierzu habe ich einen Test mit dem CNC-Modul gemacht und die Lautstärke mit einem, nicht genormten Messmittel durchgeführt. Dabei konnte ich einen Unterschied von ca. 10 dB zwischen offener und geschlossener Tür ausmachen. Beim Laser und dem 3D-Druck spielt dies jedoch eine untergeordnete Rolle, da der Lüfter des Netzteils, welches sich außerhalb des Gehäuses befindet, bereits einen großen Anteil am Lärmpegel besitzt. Schauen wir uns nun die Bedienung über den Touchscreen an. Bei dem Gehäuse der ersten Generation hatte ich den Halter für den Touchscreen mit einer eigenen Lösung außen am Gehäuse angebracht und das Kabel nach außen geführt. Eine Bedienung während der Bearbeitung war dort ursprünglich nicht vorgesehen. Die Bedienung des Touchscreens während der Bearbeitung wurde nun zum Beispiel durch die Pause-Funktion und die Anpassung anderer Parameter jedoch zwingend erforderlich. Hier hat SnapMaker beim neuen Gehäuse mitgedacht und eine Aussparung für den Touchscreen in der vorderen Tür eingebracht. Dadurch lässt sich der Touchscreen auch mit geschlossenen Türen bedienen. Leider ist das Kabel am Touchscreen etwas kurz und steht durch die neue Position des Touchscreens etwas unter Spannung. Dauerhaft ist dies sicherlich nicht gut für den USB-C-Stecker am Controller. Eine USB-Verlängerung wäre an dieser Stelle sinnvoll gewesen. Vielleicht lenkt sich das spiralförmige Kabel aber auch noch etwas. Zudem hätte ich mir auch vorstellen können, den Touchscreen mit einer geeigneten Kabelführung komplett außerhalb des Gehäuses anzubringen. Dies hätte zusätzlich offene Spalten in der Gehäuseverkleidung an der Vorderseite verhindert. Auch für die Möglichkeit zum Anschluss eines USB-Sticks hätte ich mir an dieser Stelle ein beigelegtes USB-Verlängerungskabel gewünscht. Zum Einstecken eines USB-Sticks muss nun die seitliche Tür fast vollständig geöffnet werden. Hier werde ich mir selbst Abhilfe schaffen. Die Bedienung der zusätzlichen Features des Gehäuses, also das LED-Licht, die Absaugung und die automatische Abschaltung bei Öffnung einer Tür, sind intuitiv möglich. Das Licht und die Absaugung lassen sich auch während der Bearbeitung durch einen Wisch nach links auf dem Bildschirm aufrufen. Dort können das LED-Licht und die Absaugung aktiviert und deaktiviert werden. Alle Einstellungen sind auch mit dem Programm Lumen möglich. Beim LED-Licht handelt es sich um je 42 kaltweiße LEDs, die in den oberen Profilen links und rechts verbaut sind. Durch diese Position blenden die LEDs nicht bei der Betrachtung der Arbeitsfläche. Die Lichtleistung ist ausreichend, um den Arbeitsbereich durch die getönten Scheibungen gut sehen zu können. Von außen hat das Licht daher eine orange Farbe. Das eingebaute Licht ist in jedem Fall eine Verbesserung zum Gehäuse der ersten Generation und sieht zudem auch sehr gut aus. Die Absaugung ist im Gehäuse spürbar und leitete die Dämpfe bei meinen ersten Tests gut nach draußen. Ein Test mit Rauch zeigte jedoch,
dass die Absaugung nicht so stark ist, dass Dämpfe direkt beim Entstehen in Richtung Schlauch gesaugt werden. Wer mehr benötigt, kann gegebenenfalls einen stärkeren Lüfter einbauen. Der mitgelieferte Schlauch ist relativ kurz, kann aber mit einfachen Materialien aus dem Baumarkt verlängert werden. Der Schutzmechanismus der Türen funktioniert definitiv zuverlässiger als beim Gehäuse der ersten Generation. Dort gab es Tastschalter zur Detektion einer offenen Tür, die gut justiert sein musste. Bei diesem Gehäuse handelt es sich vermutlich um Hall-Sensoren, die bisher immer richtig und schnell beim Öffnen der Tür ausgelöst haben. Dies gilt für beide Türen gleichermaßen. Die automatische Abschaltung beim Öffnen der Türen kann im Menü für den Laser und das CNC-Modul eingestellt, aber auch deaktiviert werden. Bei Verbindung des SnapMakers über ein USB-Kabel mit Lumen ist die Abschaltung hingegen nicht aktivierbar. Dies ist zwar auch in der Anleitung beschrieben, aber der Sinn hierfür erschließt sich mir nicht. Öffnet man die Tür im laufenden Betrieb des Lasers oder des CNC-Moduls, so schaltet die Software automatisch in den Pausemodus und das Modul fährt in eine Ausgangslage. Beim Schließen der Türen beginnt die Bearbeitung nicht wieder automatisch, sondern muss zunächst zusätzlich auf dem Bildschirm quittiert werden. Dies ist sehr sinnvoll, damit die Bearbeitung nicht versehentlich fortfährt. Das Deaktivieren dieser Schutzfunktion kann beim CNC-Modul sinnvoll sein, wenn während der Bearbeitung eingegriffen werden muss oder das Material länger als das Gehäuse ist und die Tür somit offen bleiben muss. Beim Lasermodul hingegen sollte man diese automatische Abschaltvorrichtung aus Sicherheitsgründen immer aktiviert lassen. Beim 3D-Druck kann die automatische Abschaltung hingegen nicht eingestellt werden. Abschließend lässt sich noch sagen, dass die Software Lumen und auch die Firmware am SnapMaker seit meinem ersten Review über den SnapMaker eine deutliche Verbesserung erfahren haben. Viele der damals bemängelten Dinge konnten bereits behoben werden. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Im Vergleich zum Gehäuse der ersten Generation wurden hier zahlreiche Verbesserungen durchgeführt. Das zusätzliche Licht und die Absaugung, die Möglichkeit zur Bedienung des Touchscreens von außen, die gut funktionierende Abschaltautomatik der Türen und die Integration der Funktionen in die Menüs machen einen guten Eindruck. Zudem wirkt das Gehäuse recht wertig. Doch wozu braucht man das Gehäuse eigentlich? In erster Linie dient es dem Schutz. Geräte wie der SnapMaker sollten nicht ohne ein Gehäuse oder eine Schutzeinrichtung betrieben werden. Diese Aufgabe wird durchaus gut erfüllt. Dennoch fehlt mir eine Angabe oder Aussage zur Schutzwirkung in Bezug auf den Laser. Dies sollte entsprechend von SnapMaker nachgereicht werden. Die akustische Dämmung ist aufgrund der offenen Spalten nicht besonders groß und stellt aus diesem Grund kein besonderes Alleinstellungsmerkmal dar. Daher kann ich allen Bastlern unter euch durchaus empfehlen, über den Bau eines eigenen Gehäuses nachzudenken. Inklusive Licht und Absaugung sollte dies leicht für unter $400 zu realisieren sein. Für all diejenigen, die sich so etwas jedoch nicht zutrauen und zudem eine perfekt integrierte Lösung wünschen, kann dieses Gehäuse durchaus ein großer Mehrwert sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen ersten Eindruck vom neuen Gehäuse des SnapMakers erhalten. Jetzt werde ich in den kommenden Wochen erstmal in Ruhe weiterhin den SnapMaker und das Gehäuse testen und hoffe, dass die zusätzlichen Add-ons, wie zum Beispiel das Handrad, bald bei SnapMaker zu erwerben sind und ich diese für euch an dieser Stelle testen kann. Falls ihr weitere Fragen oder Wünsche zu weiteren Videos habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis die Tage und macht's gut!